Ich bin Taye Awoshusi-Onnetor. Ich bezeichne mich selbst als Afro-Sintetzer. Ich bin hauptberuflich Sängerin, aber habe auch weiterhin noch einen Beruf. Und zwar arbeite ich auch in der politischen Bildungsarbeit. Ich bin Teil von der INI-Romnia. Die INI-Romnia ist eine Initiative von Romnia und Sintizi, das heißt Roma und Sinti-Frauen. Wir sind eine Initiative, die sich vor über 10 Jahren zusammengefunden hat, um gegen den spezifischen Rassismus gegen Romnia und Sintizi aktiv zu arbeiten und auch andere Diskriminierungsformen sichtbar zu machen und gegen sie aktiv zu werden. Darüber hinaus arbeite ich auch bei Romani Pen Verein. Der Romani Pen Verein ist ein feministisches Romnia-Archiv in Berlin, das in Berlin arbeitet, aktiv ist, aber auch über die Grenzen Berlins hinaus und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus aktiv ist und für Sichtbarkeit der Frauen, das heißt speziell Romnia und Sintizi, sorgt. Ganz persönlich betrachtet sind es natürlich verschiedene Themen, die mich beschäftigen, die mich auch betreffen. Das wäre zum Beispiel Schwarzsein, ist ein Thema, das mich beschäftigt. Die Situation von Romnia und Sintizi und damit verbunden der Rassismus von Romnia und Sintizi ist ein Thema, das mich betrifft. Sexismus und dann dahingehend natürlich Feminismus ist ein weiteres Thema, das mich betrifft, und natürlich auch das Zusammenwirken von diesen Themen, beziehungsweise wie wir als Personen, die aktiv in diesen Bereichen sind, gezielt arbeiten können, um dagegen anzugehen und auch diese Überschneidungen sichtbar zu machen. Ich denke, es ist überaus wichtig, über die Unterschiede zu sprechen, denn wenn wir die Unterschiede im Blick haben, dann können wir uns auch näher kommen und haben nicht nur die Diskriminierungsformen im Blick, die uns persönlich betreffen, sondern können dadurch auch mehr Fokus legen auf die Diskriminierungsformen und die Lebensrealitäten, die unsere Mitmenschen betreffen, die uns persönlich nicht betreffen. Und dadurch, glaube ich, bleiben wir auch kritikfähiger, bleiben wir auch offener und können auch mehr das große Ganze betrachten. Also ich glaube, ich war relativ glücklich mit meiner Erfahrung, mit meinem Aufwachsen in Deutschland, da ich einfach das Glück hatte, 2 Elternteile zu haben, die mich sehr bewusst mit den Identitäten, die ich innehabe, großgezogen haben. Das heißt, meine Identität als nigerianische Person war immer etwas, das Teil meines Lebens war. Das war etwas, das ich immer auch gestärkt bekommen habe von den Eltern, gleichzeitig aber auch die Identität als Sintetzer. Dadurch auch, dass meine Mutter schon relativ früh in der Bürgerrechtsarbeit tätig war, waren diese Themen für mich eben auch immer präsent. Und daher hatte ich eigentlich tatsächlich das Glück, mich mit beiden Themen oder auch den verknüpfenden Themen zu beschäftigen und auch immer schon viel Empowerment, ohne das Wort damals gekannt zu haben, bekommen zu haben in meinem Aufwachsen sozusagen. Von außen hatte ich eigentlich eher immer dieses Erlebnis, dass dann gesagt wurde, jetzt müsse ich mich entscheiden, ist man nun dies oder ist man nun das. Für mich selber gab es diese Frage überhaupt nicht, für meine Eltern gab es diese Frage nicht. Das ist bis heute tatsächlich eine Frage, die mir von außen gestellt wird. Also für mich selber gibt es diese Frage gar nicht. Ja, also ich kann ja nicht mich irgendwie aufteilen in verschiedene Schichten, das kann man von keinem Menschen erwarten, und das war auch für mich selber nie eine Frage, die ich mir gestellt habe. Es ist auch natürlich ganz klar ein Fakt, dass die Geschichte von schwarzen Menschen in Deutschland und die Geschichte von Romnia und Sintizi in Deutschland natürlich nicht die gleiche ist, aber sehr, sehr viele Parallelen und Überschneidungen es da eben gibt. Wenn wir hinblicken auf die nationalsozialistische Geschichte Deutschlands, dann gibt es dort natürlich Parallelen bzw. Überschneidungen, Schicksale, die schwarze Menschen betroffen haben in Deutschland, die auch Sintetzer und Romnia betroffen haben. Und auch bis heute hin, denke ich, wenn wir uns die Lebenssituationen anschauen, die natürlich auch von der rassistischen Gesellschaft ganz klar geprägt sind, sehen wir auch viele Überschneidungen. Und ich denke, im Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Diskriminierungsformen des Rassismus, der sich überlagert teilweise, ist es auch gleichzeitig auch wieder eine energetische Kraft, dass man eben gemeinsam eben auch solidarisch miteinander sein kann, gemeinsam auch diese Überschneidungen verbinden und man auch gemeinsam politisch aktiv werden kann und diese Gemeinsamkeit auch als Kraft nutzen kann.
Ich glaube, wenn wir uns mit Diskriminierungsformen beschäftigen, und dazu gehört antischwarzen Rassismus, dazu gehört Rassismus gegen Sinti und Romnia, dazu gehört Ableismus und viele weitere Ismen, Diskriminierungsformen, dann können wir nicht nur auf eine blicken, die uns vielleicht zufälligerweise betrifft. Denn oftmals ist es ja so, dass Personen auch von mehreren Ismen, von mehreren Diskriminierungsformen betroffen sind. Und man muss auch eine gewisse Haltung haben, verschiedene Diskriminierungsformen auch auf dem Schirm sozusagen zu haben, die auch zu sehen und somit auch eine gute, tiefe politische Arbeit, eine Menschenrechtsarbeit machen zu können. Ich bin auch in der außerpolitischen Bildungsarbeit tätig, bin oft mit jungen Menschen zusammen, arbeite mit ihnen, Workshops in diesen Bereichen. Und da fällt mir und uns immer wieder auf, dass diese jungen Menschen, die teilweise gerade aus der Schule kommen, einen Abschluss gemacht haben oder sich auf ihrem Bildungsweg befinden, und wir fragen dann in eine Runde von ca. 30 bis 35 Teilnehmenden, was habt ihr in der Schule über Sinti und Romnia erfahren, im Geschichtsunterricht oder in anderen Fächern. Und ich denke, man kann das auch hier sehr gut ersetzen mit der schwarzen deutschen Geschichte. Also das wäre ein Platzhalter, das könnte man auch genauso gut einfügen. Und dann ist nämlich die Antwort immer, dass sie nichts darüber erfahren haben. Manchmal hatten wir eine Person, die tatsächlich etwas wusste, aber das Höchste war, dass in einem Nebensatz erwähnt wurde, dass Sinti und Romnia auch Opfer des Holocaust waren. Aber auch das, wie gesagt, bei 30 bis 35 Personen, bei einer Person. Das feministische Romnia-Archiv Romani Pen ist vor über 5 Jahren entstanden in Berlin. Die Idee ist aus der INI Romnia heraus entstanden, also aus dieser Initiative. Und die Idee war, ein Wissensarchiv zu schaffen eigentlich. Wenn wir Archiv hören, denken wir automatisch an eine Bibliothek mit alten Dokumenten, wo man den Staub runterpusten muss, um alte Daten und Informationen zu lesen. Das ist nicht die Idee des Archivs, sondern die Idee ist tatsächlich ein Wissensarchiv, das praktisch lebt durch das Zusammenbringen des Wissens, das in der Community besteht, und auch die Bewegung, die wir schaffen und die schon geschaffen wurde, diese zu dokumentieren, sichtbar zu machen und nach außen zu tragen, in die Community, in die anderen Communities of Color, aber auch natürlich in die Mehrheitsgesellschaft. Und das ist eigentlich die Idee. Das passiert über die außerschulische Bildungsarbeit, das passiert aber auch über die Produktion von verschiedenen Bildungsmaterialien, das passiert über Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel den Romnia Power Month als Veranstaltungsmonat, in dem Frauen, Romnia und Sinti sichtbar gemacht werden. Und genau, das ist so kurz gefasst gesagt die Arbeit vom Romani Pen Archiv. Im Laufe der Zeit, der Jahre, haben wir natürlich auch nicht nur in Berlin oder in Deutschland Kooperationen aufgebaut, Bündnisse aufgebaut, sondern auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Als Beispiel haben wir da auch Kontakte in Tschechien. Da gibt es eine Aktivistin, Elena Gorolova, die selbst von einer Zwangssterilisation betroffen ist vor vielen Jahren, und diese Erfahrung hat sie dazu gebracht, auch aktiv zu werden, auch politisch sozusagen aktiv zu werden und auch eben zu sehen, wo gibt es andere Frauen, deren ein ähnliches Schicksal passiert ist, und diese Erfahrung hat sie eben dazu gebracht, politisch aktiv zu werden, und das wollten wir zum Beispiel auch aufzeigen. Und da gibt es eben auch Parallelen, leider in Deutschland, dass auch hier so eine Thematik auch manche Frauen betroffen hat. Was ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, und das mache ich jetzt zum Beispiel bei meinen Kindern und gerade bei meiner Tochter, die älter ist, sie ist jetzt 9, auch ganz bewusst, ist, die Themen anzusprechen, Rassismus auch anzusprechen. Viele Eltern scheuen sich davor, dieses Thema anzusprechen, weil sie denken, auch verständlich irgendwo, man würde die Kinder vor etwas bewahren. Aber wir können sie leider nicht davor bewahren. Die Gesellschaft ist so, das System ist so, wir wachsen alle in diesem System auf. Wir können uns da nicht rausnehmen, egal ob wir eine schwarze Person sind, ob wir eine weiße Person sind, ob wir eine Off-Color-Person sind, ob wir eine queere oder behinderte Person sind. Wir können uns nicht rausnehmen. Und deswegen denke ich, wenn ein Kind eine gewisse Reife
erlangt hat, dann würde ich wirklich ganz stark raten, das zu machen. Ich mache das zum Beispiel mit meiner Tochter auch und ich sehe, dass ihr das sehr gut tut, dass ich ihr dadurch auch Handlungsstrategien an die Hand geben kann. Denn die rassistischen Erfahrungen wird sie sowieso machen.